Episode 182 Verlagerungsprozesse. Kaizen to go. Herzlich willkommen zu dem Podcast für Lean-Interessierte, die in ihren Organisationen die kontinuierliche Verbesserung der Geschäftsprozesse und Abläufe anstreben, um Nutzen zu steigern, Ressourcenverbrauch zu reduzieren und damit Freiräume für echte Wertschöpfung zu schaffen, für mehr Erfolg durch Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit, höhere Produktivität durch mehr Effektivität und Effizienz an den Maschinen, im Außendienst, in den Büros bis zur Chefetage. Heute habe ich Gregor Specht bei mir im Podcast-Gespräch. Er ist Experte für Verlagerungsprozesse und Projekte, die dazugehören. Hallo Gregor. Ja, hallo Götz. Klasse, dass du dabei bist. Ich habe schon ein Stichwort zu dir gesagt. Vielleicht sagst du noch 2-3 Sätze mehr zu dir, damit die Zuhörer dich auch ein bisschen kennenlernen. Ja, also erstmal vielen Dank für die Einladung und ich freue mich natürlich bei dir als Lean-Experte so ein Thema besprechen zu können. Projektmanagement bei Werksverlagerungen, das ist mein Thema. Ich helfe also mittelständischen Firmen, die eine Verlagerung planen, Terminpläne zu entwickeln, die dann auch funktionieren. Und jeder kennt es vielleicht aus dem privaten Bereich, wenn man umzieht, da ist immer viel los und man braucht zusätzlich Unterstützung. Und gerade wenn es um Verlagerungen geht, gibt es da viele Sachen zu beachten, die ich in meinem Berufsleben in der Automobilindustrie kennengelernt habe und wo ich Firmen einfach helfen möchte, da schneller ans Ziel zu kommen und letztendlich Zeit und Geld zu sparen. Du hast jetzt schon ein Stichwort gesagt, Werksverlagerung. Ich möchte aber zum Einstieg das noch ein bisschen vertiefen, wann man im Grunde erstmal von Verlagerungen spricht, was mögliche Auslöser sind und ja, im Grunde, warum man es überhaupt macht. Genau, also Verlagerungen in der Automobilindustrie werden zum Beispiel durchgeführt, wenn eine Lackieranlage nicht mehr die Emissionsanforderungen erfüllen kann, die gesetzlich vorgegeben sind. Dann muss eben die Lackieranlage angepasst werden oder in ein neues Gebiet, Industriegebiet verlagert werden, wo sie die Emissionswerte erfüllt. Das ist ein Beispiel. Dann gibt es Möglichkeiten, dass man Bauteile hat, die sehr arbeitsintensiv sind und man versucht dann dort einen Standort zu finden, wo man das günstiger darstellen kann. Zum Beispiel, wo Handarbeit einfach günstiger ist in diesen sogenannten Low-Cost-Ländern wie Rumänien oder Marokko. Ja, das ist also auch Motivation der Firmen, zu expandieren. Dann gibt's energieintensive Produktionen, die mitunter in Deutschland teurer abzubilden sind als im Ausland. Dann versucht man, die Prozesse auch ins Ausland zu verlagern. Häufig kommt es vor, dass Merger and Acquisitions, also Firmenübernahmen stattfinden und man versucht, eine Produktion zu vereinheitlichen. Also es gibt ein Werk, das geschlossen werden soll, ein anderes soll vergrößert werden und man bringt die beiden Werke zusammen. Das ist nicht immer eine einfache Situation, weil es die verschiedenen Interessen gibt. Das abgehende Werk und das aufnehmende Werk, die haben unterschiedliche Interessen und die politische Situation ist meistens so, dass das abgebende Werk eben gar kein Interesse dran hat, so eine Verlagerung dann durchzuführen. Da kommt dann das Stichpunkt Know-how-Transfer. Ja, wie bekomme ich zum einen die Mitarbeiter dazu, eventuell umzuziehen, beziehungsweise wie tue ich das Ganze politisch dann auch darstellen. Was sehr häufig stattfindet, sind Verlagerungen zwischen den Ländern, zum Beispiel von Spanien nach Tschechien oder wieder zurück. Und es können Produktlinien verlagert werden oder ganze Werke. Und letztendlich geht es auch darum, wenn was entwickelt wurde von einem Konzern, von einem großen Mittelständler, diese Entwicklung dann im Ausland umzusetzen, um zu expandieren. Jetzt hast du ein Stichwort gesagt. Ich glaube, damit ist im Grunde ja jeder auf die eine oder andere Art und Weise vertraut, wenn man halt mit seinem
Haushalt umzieht, dann reden wir vielleicht von wenigen Tagen. Jetzt kann ich mir vorstellen, natürlich zum Beispiel bei einer Werksverlagerung oder auch schon, wenn ich nur eine Produktlinie, eine Fertigungslinie verlagere, habe ich ganz andere Herausforderungen. Und das möchte ich auch noch ein bisschen vertiefen. Was sind denn so typische Herausforderungen, die einem begegnen, wenn ich halt was verlagere, egal ob es jetzt ein ganzes Werk ist oder mal nur eine Produktionslinie? Genau, das sind die typischen Themen, die jeder kennt. Ich ziehe zum Beispiel um und wenn ich umziehe, möchte ich aber gleichzeitig noch am neuen Standort eine Änderung einführen, dass ich zum Beispiel den Telefonanbieter ändere oder mein altes Sofa gegen ein neues tausche. Und verschiedene Dinge sollen am neuen Standort auch besser sein als am alten. Das ist im Kleinen, ja. Das Beispiel, das kann jeder nachvollziehen. Ein anderes extremes Beispiel wäre der Umzug der Bundeshauptstadt von Bonn nach Berlin. Ja, das sind ganz andere Dimensionen. Und dazwischen drin gibt es eben die Automobilhersteller, die immer wieder die Aufgabe haben, zum Beispiel die Produktion in China zu vergrößern. Ja, dort ist Wachstumsmarkt, da gehen die Automobilisten hin und möchten dort mehr Umsatz machen. Und früher war es so, da haben sie die Werkzeuge von Deutschland nach China verlagert. Heute ist es mittlerweile so, da werden Werkzeuge auch in China hergestellt und kommen nach Deutschland. Und da spricht man dann von Verlagerung. Ja? Und ich muss in diesem Zusammenhang, wenn ich eine Produktion verlagere, da habe ich die Herausforderung, dass die unterbrechungsfrei erfolgen soll. Das heißt, der Kunde, der muss beliefert werden und die Produktion, die zum Teil am alten Standort stattfindet, soll nahtlos auf den neuen übergehen. Das muss ich natürlich mit den Kunden, mit den Lieferanten abstimmen und entsprechenden Vorlauf schaffen. Ja, da brauche ich vielleicht Zusatzschichten an einem Samstag, Lagerflächen muss ich irgendwo bereitstellen. Ich muss die gesamte Supply Chain anschauen, die Lieferanten einbinden, die Kunden um Erlaubnis fragen. Ich habe sehr viele Interessensvertreter, auch Stakeholder genannt. Und ich brauche letztendlich auch Maschinentransporte. Ja, wenn ich also eine ganze Maschine umziehe, dann ist die Frage, wie nehme ich die dann am neuen Standort wieder in Betrieb, wenn ich dort keine Leute habe, die sich damit auskennen. Ja, da kann ich schon fragen, der Lieferant, der die geliefert hat, hilft er mir dabei? Ja, das ist dann eine Lösung, die dann dieses Problem lösen könnte. Und letztendlich ist eine Verlagerung immer ein Anlauf von einem neuen Werk und ein Runterfahren von einer bestehenden Produktion. Und das sind zwei komplexe Vorgänge, die immer zusammenspielen müssen. Eine besondere Herausforderung ist natürlich, ich habe oft unterschiedliche ERP, also Enterprise Resource Planning beziehungsweise SAP-Systeme. Die müssen zusammenspielen. Ich brauche eine gemeinsame Datenstruktur, die miteinander spricht, sich versteht. Dann muss ich dort diese Zeit, die Zeit, die das braucht, berücksichtigen. Letztendlich ist immer ganz entscheidend, dass ich in den Leuten der Köpfen ein gemeinsames Bild vom Zeitablauf erzeuge. Ja, das heißt, wenn ich einen geeigneten Terminplan habe, irgendeinen Gantt-Chart oder einen MS-Project-Plan und die Leute finden sich da wieder und die wissen, so funktioniert das und das ist zum Wohl des Kunden, was wir hier tun, dann habe ich eigentlich einen guten Weg für eine Verlagerung. Das ist also die Voraussetzung, dass ich ein Bild in den Köpfen erzeuge, wie das alles abläuft hintereinander, wie das verschachtelt ist, welche Abhängigkeiten es da gibt. Ja. Ja, weil du das Stichwort ERP-System genannt hast, könnte ich mir durchaus vorstellen, dass das, wenn man zum Beispiel eine ERP-System-Einführung hat, dann ist das ja oft eine Sache, mit der die Beteiligten wahrscheinlich das erste Mal konfrontiert werden.
in der Regel macht man sowas nicht jeden Tag und auch nicht jedes Jahr und wahrscheinlich auch vielleicht bloß mal alle 10 Jahre oder unter Umständen auch gar nicht innerhalb seines Berufslebens. Ja. Ich könnte mir jetzt vorstellen, dass das mit einer Werksverlagerung unter Umständen ähnlich ist, wenn man nicht jemand ist wie du, der sich mit solchen Sachen im Schwerpunkt beschäftigt, oder? Absolut, das ist gerade die Möglichkeit, die ich den Firmen biete, dass ich sage, ich habe jetzt schon so viele Verlagerungen organisiert, mitgemacht, beobachtet. Ich kenne da die ein oder anderen Hürden, die dort entstehen. Selbst bei einer einfachen Verlagerung in Deutschland kann es sein, von Deutschland nach Deutschland. Man tut dabei noch schnell mal den Telefonanbieter wechseln. Ja. Das führt zu Verzögerungen von mehreren Wochen, nur weil man es eben nicht richtig geplant hat. Ich weiß, niemand kann alles vorhersehen. Aber wenn man mal eine Grundsatzplanung macht, ja, dann ist das auf jeden Fall sehr vorteilhaft, um dort dieses Bild zu erzeugen für alle Beteiligten, wie das alles zusammenhängt, was alles koordiniert werden muss. Und wenn man gerade noch im Kontext mit ausländischen Verlagerungen spricht, von Deutschland nach Rumänien oder nach Polen oder eine Verlagerung nach USA, muss man auch noch die Aspekte von Kommunikation, Werte, Kultur beachten. Ja? Also auch das lineare Zeitverständnis, das wir in der europäischen und ich sage jetzt mal westlichen Hemisphäre haben, das ist nicht überall gegeben. In Afrika und Asien ist das ganz anders. Wir gehen davon aus, Zeit ist was Lineares, was so vergeht. Und in anderen Kulturen ist einfach da sozusagen das ist wie ein Kaugummi, was man ziehen kann. Also da kann eine Stunde, das kennt auch jeder, das hat auch schon Einstein gesagt, ja, dass eine Stunde im Arm der Geliebten relativ kurz sein kann und eine Stunde in einer unangenehmen Situation einem relativ lang vorkommt. Ja. Und wenn man dort eben diese Themen kombiniert, zum Beispiel in Italien. Ich war eine Zeit lang in Italien. Ich habe dort eine Verlagerung gemacht. Die Italiener sind genauso zuverlässig, was die Zeiten angeht, wie die Deutschen. Nur alles mal ein Faktor 3. 5 Minuten, 5 Minute ist eine Viertelstunde. Ja. Morgen ist 3 Tagen. Okay. Nächste Woche ist in 3 Wochen. Wenn man das weiß, das funktioniert alles wunderbar. Man muss einfach das Verständnis für die andere Kultur, für die anderen für die anderen Menschen mitbringen und es fängt auch bei der Sprache an, bei den Werten, die vertreten werden. Und wenn man das eben von Anfang an alles berücksichtigt, dann hat man eine saubere Verlagerung und bekommt die auch just in time. Ja. Gut, jetzt hast du schon den einen oder anderen Punkt, in Anführungszeichen Fehler, Probleme genannt, die halt auftreten. Was gibt es denn noch? Was ist dir so in der Vergangenheit noch passiert? Also das habe ich jetzt angesprochen, kurz mit den Sprachen, Werte, Kultur. Ja? Oft werden auch die Kosten, die man am neuen Standort hat, unterschätzt. Man denkt zum Beispiel, ja, wenn ich nach Polen gehe, sind die Stromkosten niedriger. Ja, das Gegenteil kann der Fall sein, die können dort höher sein. Typischer Fehler ist, man unterschätzt die Komplexität. Weil ich auf der einen Seite gleichzeitig was Neues schaffe und was Altes abbaue. Ich habe eine Transformation. Ja, und wenn ich die Transformation, die dort stattfindet, nicht alle Beteiligten berücksichtige, dann kann ich sehr schnell auf Blockaden stoßen und in Machtkämpfe verwickelt werden, die man nicht braucht, wenn man das vorher ganzheitlich durchdenkt. Ja, da kommt jetzt gerade eine Situation, Stakeholder-Management, hast du vorher auch gesagt, in den Sinn, hatte ich jetzt auch gerade vor ganz kurzem eine Situation erlebt, wo wir in einem, sagen wir, etwas größeren Kreis, 15 Personen zusammensaßen und mal über Stakeholder in einem bestimmten Kontext reflektiert haben. Und ich hatte so im Vorfeld gedacht, naja,
15, 20 werden es sein. Und dann haben wir das zu zweit moderiert und irgendwo hatte ich das Gefühl, oder wir beide hatten das Gefühl, hey, da kommt noch irgendwas. Und dann sind wir zum Schluss, haben wir bei 32 aufgehört und dann haben wir das in einem anderen Kreis vorgestellt und da sind nochmal 3 gekommen. Das heißt, wir sind am Ende im Grunde fast beim Doppelten gelandet. Also da aus so einem Punkt, glaube ich, solche Dinge, Planung, ist das ja auch eine Situation, Stakeholder Management gehört auch zur Planung, einfach nicht übers Knie brechen, sich mal genug Zeit nehmen. Genau, also das kann ich wirklich nur empfehlen, dass man, ich sage jetzt mal, erstmal die Planer ins Rennen schickt, bevor man die Macher ranlässt, ja. Das habe ich auch schon erlebt. Da sind Macher am Werk. Ja, Da war ich in einer Gruppe von 10 Projektleitern. Jeder Projektleiter hatte 50 Terminpläne für sein Projekt. Ja. Der Leiter, also der Programmleiter, dessen Wand war voll mit Terminplänen. Der hat den Wald vor lauter Bäumen nicht gesehen, bis ich mal angefangen habe, das auf eine DIN A3-Seite für sämtliche Projekte zusammenzuschrumpfen. Ja, so dass man noch überhaupt sieht, wo vorne und hinten ist. So, ich schätze das absolut, wenn Leute sagen, okay, wir haben jetzt 30 Stakeholder, jetzt fangen wir mal mit irgendwas an und hauen irgendwo mal einen Nagel in den Boden oder irgendwo hin. Ja, das schätze ich sehr, ja, dass es diese Initiativen-Typen gibt. Aber ich bin mehr so man sagt die blauen Typen, die Logiker, die irgendwie Sachen durchdenken, durchplanen und dann ans Werk gehen. Und es ist einfach die Zusammenarbeit mit den verschiedenen Stakeholdern, die man alle hat, die Berücksichtigung, Blick einfach aufs Ganze zu haben. Und ich glaube, da kann ich den Firmen auch unterstützen, sie dort weiterzubringen, weil viele Firmen, wie du vorhin gesagt hast, ERP-Systeme einzuführen, das macht man einmal und dann war's das. Ja? Und diese Erfahrung, die wird ja dann nicht unbedingt benutzt, um 10 Jahre später nochmal ein anderes ERP-System einzuführen. Und so ist es eben, wenn Leute sagen, okay, da gibt's Expertise, die gibt's mit einem Outside-the-Box-Denken von außen und die hole ich mir jetzt rein. Und dann können die Firmen wirklich massiv Zeit sparen und letztendlich Geld. Gut. Was sind dann so deine, sag mal, Tipps, also Dinge, die man immer wieder berücksichtigen kann, speziell eben, und im Grunde haben wir die ganze Zeit über das Planungsthema geredet, das Durchführen, wenn wir dann die Macher im Boot haben, ich glaube, das ist dann fast das kleinere Problem. Was sind so Tipps für die Initiierung, speziell von Verlagerungsprojekten? Also wie gesagt, das Analysieren und Planen ist eine Vorarbeit, die man da gerne leistet. Und wenn ich dann die vordefinierten Reaktionspläne zum Beispiel mir irgendwo hinlege. Früher war ein bekanntes Mittel, ist auch heute noch FMEA, ja, das sind Qualitätsmanagement-Tools, da werden eben Risiken abgeschätzt und bewertet. Heute hat man natürlich genauso noch das Chancenmanagement auch sehr stark im Fokus, dass man schaut, ja, was kann ich denn dadurch noch zusätzlich gewinnen, vielleicht über das hinaus, was ich erwarte. Ja, dass man auch noch diesen positiven Aspekt damit reinbekommt. Und man soll natürlich auch sagen, man muss auch mal die Bedenkenträger zu Wort kommen lassen, weil nicht alles, was die sagen, ist unbedingt, weil sie das Projekt sabotieren wollen, sondern es können echte Hürden sein, die es zu umschiffen gilt. Ja? Und wenn man dann auf dieses Ganze eine Antwort hat und vordefinierte Pläne, dann kann ich da sagen, okay, haben wir bedacht, wir hatten es nicht damit gerechnet, jetzt ist es da das Problem, jetzt müssen wir es halt lösen. So, das sind also die Tipps, die ich geben kann. Ja, dass ich also letztendlich, ich biete auch an den Firmen, dass sie von mir eine Checkliste bekommen, wo ich letztendlich mit ein paar wichtigen Fragen ganz essentielle Dinge abfrage. Wie ist das mit dem Change Management auch noch?
Weil während der Verlagerung finden ja noch Änderungen statt. Der Kunde möchte ja irgendwas in der gleichen Zeit auch noch mitgeändert haben. Ja? Wie ist es damit geregelt? Wie ist die ganze Dokumentation? Was muss ich im Zusammenhang mit der Verlagerung vorhalten? Ja? Und da kann ich natürlich dieses Verlagerungsthema unter diesem Aspekt mir anschauen und sagen, okay, wir wollen das auch noch berücksichtigen. Und da kann ich nur sagen, wenn die Firmen in dem Bereich Expertise brauchen, dann können sie sich gerne mit mir mal in Verbindung setzen. Ich habe auch ein Partnernetzwerk, in dem ähnliche Themen genauso abgearbeitet werden. Und das ist einfach mein Angebot. Wenn eine Firma möchte, kann sie mir eine E-Mail zum Beispiel schreiben, info@specht-concepts mit s am Schluss.de, um dort einfach ihre Situation mal mit mir zu besprechen. Und ich würde mich freuen, wenn man da die Hürden, die es geben kann, möglichst klein halten. Ja, im Grunde habe ich auch sowas rausgehört, auch wenn du den Begriff nicht verwendet hast, wie Notfallpläne. Also sprich, eine Feuerwehr ist ja nicht bloß dazu da oder hilft mir nicht bloß Feuer zu löschen, wenn es mal ausgebrochen ist, sondern man kann die ja durchaus fragen, eben, okay, was kann ich im vorbeugenden Brandschutz zum Beispiel machen? Genau, das sind die Themen, dass man eben neben den Chancen, die Leute ja motivieren, sowas zu tun, dass man einfach die Notfallpläne im Hintergrund hat und sagt, okay, wir investieren auch eine Zeit darin, mal die Risiken zu klassifizieren und zu bewerten und entsprechende, ich sage jetzt mal, Pläne dann bereitzuhalten, wenn es dann eintrifft. Weil man wahrscheinlich unterm Strich sagen kann, irgendwas geht immer schief. Und wenn ich dann ein gewisses Maß an zeitlicher und natürlich auch Geld dann Investitionen habe und aber dann die eine Sache, die schief geht, dann den Notfallplan mehr aus der Schublade ziehen kann, werde ich da vielleicht die Folgen massiv reduzieren können, was mich dann unterm Strich eben deutlich weniger kostet, wie das, was die Erstellung des Notfallplans gekostet hat. Ja. Okay, Gregor, ich fand das sehr spannend, die Einsichten, die du vermittelt hast. Deshalb danke ich dir für deine Zeit. Ich werde deine Glück, hat mir Spaß gemacht, mit dir zu sprechen. Ja, ich werde deine Kontaktdaten in den Notizen zur Episode reinschreiben und dann kann sich, wenn da jemand vor so einer Herausforderung steht, was ja nicht jeden Tag vorkommt, dann kann er sich da einen kompetenten Ansprechpartner holen. Absolut. Das war die heutige Episode im Gespräch mit Gregor Specht zum Thema Verlagerungsprozesse. Notizen und Links zur Episode finden Sie auf meiner Website unter dem Stichwort 182. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, freue ich mich über Ihre Bewertung bei iTunes. Sie geben damit auch anderen Lean-Interessierten die Chance, den Podcast zu entdecken. Ich bin Götz Müller und das war Kaizen to go. Vielen Dank fürs Zuhören und Ihr Interesse. Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit bis zur nächsten Episode. Und denken Sie immer daran, bei allem, was Sie tun oder lassen, das Leben ist viel zu kurz, um es mit Verschwendung zu verbringen.